Babycenter macht dicht, das größte Forum für Frauen mit Kinderwunsch verschwindet. Und vielleicht ist das gar keine schlechte Nachricht. Denn was dort passiert ist, Frauen suchen Hilfe und landen in einem Strudel aus Halbwissen, Panik und gut gemeinten Ratschlägen, die mehr verunsichern als helfen. In diesem Video zeige ich dir, warum du jetzt vorsichtiger denn je mit solchen Tipps umgehen solltest und was dir stattdessen wirklich weiterhilft. Vielleicht hast du ja auch diese E-Mail bekommen. Wichtige Nachricht, die Community schließt, wir sagen Danke. Das ist die Mitteilung von Babycenter und für viele Frauen, vielleicht auch für dich, ist das ein kleiner Schock. Denn dieses Forum war jahrelang für viele ein Ort, an dem man sich gut aufgehoben gefühlt hat, zumindest für den Moment. Ein Ort, wo man seine Geschichte geteilt hat, seine Hoffnung und auch seine Ängste. Und ja, die Babycenter-Community war riesig, das weißt du wahrscheinlich auch. Das größte deutschsprachige Forum zum Thema Kinderwunsch, Schwangerschaft und Muttersein. Ein Ort, an dem rund um die Uhr jemand da war. Jemand, der vielleicht das Gleiche erlebt hat wie du oder jemand, der genau weiß, wie sich diese Wartezeit anfühlt. Dieses ständige „Bin ich schwanger?" War das jetzt ein Ziehen in der Gebärmutter oder doch PNS? Soll ich noch einen Test machen oder war der Strich heute heller als gestern? Ich weiß genau, wie viele Frauen nachts dort nach Antworten gesucht haben. Wie viele von euch stundenlang durch Threads gescrollt haben, bis die Augen brannten und die Seele noch mehr. Warum ich das weiß? Ich war selbst dort. Und genau deshalb möchte ich heute mit dir darüber sprechen. Nicht nur darüber, dass das Forum schließt, sondern darüber, warum das vielleicht gar nicht so schlecht ist, dass diese Foren nicht mehr so leicht zugänglich sind. Denn was ich dir jetzt sagen möchte, das ist nicht populär, aber es ist ehrlich. Diese Foren machen oft mehr kaputt, als sie helfen. Und wahrscheinlich denkst du, ja, aber ich habe mich dort verstanden gefühlt. Oder endlich ist dort jemand, der dasselbe erlebt hat wie ich. Endlich habe ich jemanden gefunden. Und ja, ich verstehe das und genau das ist es ja, was diese Foren so unheimlich verführerisch macht. Du bist nicht mehr allein mit deinem Kinderwunsch, mit deinen Rückschlägen, mit deinen Hoffnungen und mit diesem bangen Hoffen und Warten. Und das ist auf den ersten Blick auch etwas unglaublich Wertvolles. Aber schau mal, was dann passiert. Du liest einen Beitrag. Zum Beispiel, ich hatte die gleichen Symptome wie du und leider war es dann eine Fehlgeburt. Oder, ja, das habe ich auch genommen, aber es hat nichts gebracht. Oder, mach dir keine Hoffnungen, bei mir war es genau gleich und dann habe ich doch wieder meine Periode bekommen. Das alles zieht dich unheimlich runter, ohne dass du es merkst. Nicht, weil die Menschen dort böse sind, ganz im Gegenteil, sondern weil sie aus ihrer eigenen Erfahrung heraus sprechen, eben nicht aus Fachkenntnis. Was dort steht, ist oft gut gemeint, aber überhaupt nicht hilfreich und manchmal sogar richtig gefährlich. Ich habe Klientinnen, die haben sich monatelang an irgendwelche Foren-Tipps geklammert. Sie haben Himbeerblättertee in der ersten Zyklushälfte getrunken und Frauenmanteltee in der zweiten. Sie haben Temperatur gemessen, Ovulationstests gemacht, Vaginalzäpfchen ausprobiert, Nahrungsergänzungsmittel wahllos auf Verdacht eingenommen und dann gedacht, mit ihnen sei etwas nicht in Ordnung, weil sie trotzdem nicht schwanger geworden sind. Aber das Problem war nicht ihr Körper, sondern diese ständige, absolute Reizüberflutung mit Halbwissen, mit ungefilterten Meinungen und mit einer Überdosis an, du musst nur XY tun. Und weißt du, was das mit deiner Psyche macht? Es erzeugt Stress. Es erzeugt einen unheimlichen Druck, es erzeugt Vergleichen, es erzeugt Selbstzweifel und genau das kann deinen Körper in eine Art inneren Alarmzustand bringen, was wiederum deinen Zyklus durcheinander bringt und deine Fruchtbarkeit beeinflusst. Das heißt, du landest in einer Abwärtsspirale. Und vielleicht hast du ja schon mal diesen Satz gedacht, wenn das eine Problem mit der einen Lösung behoben werden kann, warum funktioniert das nicht für alle? Warum funktioniert das nicht für mich, wenn das XY geholfen hat, wenn das dieser Frau geholfen hat oder 5 Frauen geholfen hat? Ganz einfach, weil du nicht alle bist und weil du nicht die anderen Frauen bist, sondern weil du einfach du bist mit deinem Körper, mit deiner Geschichte, mit deiner Konstitution, deiner Hormonlage und auch deinen Erfahrungen. Du hast ja deine ganz eigene Biografie. Und genau deshalb funktioniert es einfach nicht, sich an die Erfahrungswerte von irgendwelchen anderen Frauen zu klammern.
Nur weil jemand mit einem bestimmten Tee oder einer bestimmten Teemischung oder bestimmten Globuli oder was auch immer oder irgendeiner absurden Diät schwanger geworden ist, heißt das nicht, dass das für dich der richtige Weg ist. Und ich habe das auch schon in anderen Videos gesagt und ich sage dir das auch in meinem Online-Training. Diese 100.000 Säfte und Tees, die du da immer empfohlen bekommst, so viel kannst du ja gar nicht am Tag trinken, bitte. Und manche Frauen setzen zum Beispiel die Pille ab und der Zyklus pendelt sich dann ganz schnell wieder ein. Andere Frauen warten monatelang, bis überhaupt irgendwas passiert, bis überhaupt wieder ein Eisprung stattfindet. Und wieder andere haben Zyklusstörungen, die gar nichts mit der Pille zu tun haben, sondern mit ihrer Schilddrüse, mit der Nebennierenfunktion, mit irgendwelchen ungelösten emotionalen Themen, die sie blockieren. Und das ist das, was ich sagen will, was in diesen Foren ganz, ganz oft fehlt oder meistens fehlt, ist der Kontext. Du liest eine Geschichte, aber du kennst nicht die Hintergründe. Du kennst nicht die Blutwerte, du kennst nicht die Lebensumstände, du kennst nicht die psychischen Belastungen, du kennst nicht die Beziehungsdynamiken dieser Frau. Und trotzdem vergleichst du dich. Aber weißt du was? Du darfst aufhören, dich zu vergleichen. Du darfst aufhören, dich zu verunsichern und du darfst auch bitte aufhören, dich im Kreis zu drehen. Dein Körper ist nicht falsch. Er ist vielleicht gerade überfordert. Das kann gut sein. Er ist vielleicht auch gerade erschöpft. Auch sehr gut möglich. Aber dann sendet er dir ganz klare Signale. Du hörst sie allerdings nicht, weil die Stimmen im Außen gerade zu laut sind. Stell dir mal vor, du könntest all diese Stimmen, die da im Außen sind, für einen Moment leiser drehen. Nicht mehr nachts um 3 durch irgendwelche Foren scrollen. Nicht mehr panisch nach Symptomen vor dem Eisprung googeln. Nicht mehr jeden Zyklus wie eine Prüfung stehen müssen. Was du brauchst, ist kein weiterer Tipp, keine neue Liste, keine neue 10., 11., 12. Teemischung. Was du brauchst, ist Klarheit. Was ist bei dir wirklich los? Was du brauchst, ist Ruhe. Wie kannst du deinem Körper helfen, sich zu regulieren? Und was dir sicher hilft und was du brauchen kannst, ist Begleitung. Jemand, der nicht irgendwelche Ratschläge gibt, sondern der sieht, was du brauchst. Ich arbeite als Kinderwunschcoach mit Frauen, die genau da stehen wie du, die schon alles versucht haben und die genau wissen, wie weh es tut, wenn ein Schwangerschaftstest wieder negativ ist. Die hoffen und zweifeln im selben Atemzug. Weißt du, ich hatte das auch und ich sehe es tagtäglich bei meinen Klientinnen. Ich sehe aber auch die Veränderung. Und weißt du, was sich verändert, wenn du nicht mehr alles allein machen musst? Dann kommt ganz, ganz langsam und dann immer schneller wieder Vertrauen zurück. Dann darfst du deinen Körper wieder spüren. Dann entsteht wieder eine Verbindung. Nicht nur zum Baby, das du dir wünschst, sondern vor allem zu dir selbst. Und genau da beginnt dein Weg zum Wunschkind. Du bist jetzt noch hier und das sagt mir, du sehnst dich nicht nur nach einem Baby, du sehnst dich auch nach einem Weg, der sich richtig anfühlt. Einem Weg, der nicht aus ständiger Selbstoptimierung besteht, sondern aus Verbindung. Ich nehme an, du willst endlich wieder durchatmen und nicht mehr jeden Zyklus unter diesem wahnsinnigen Druck erleben. Nicht mehr dieses Gefühl haben, du müsstest irgendwas noch mehr machen, noch besser machen, noch perfekter machen, um schwanger zu werden. Nicht mehr dieses Gefühl zu haben, du bist irgendwie falsch und egal was du tust, es ist nicht genug. Und ich sag dir was, genau hier beginnt echte Veränderung. Die echte Veränderung. Nämlich nicht mit irgendeinem weiteren Trick aus dem Internet, sondern mit einem ganz neuen Blick auf dich und dein Leben. Mit dem Mut, dich begleiten zu lassen und mit dem Vertrauen, dass dein Körper nicht dein Feind ist, sondern dein Verbündeter auf einer wunderbaren Reise. Und wenn du möchtest, dann zeige ich dir, wie dieser Weg aussehen kann. In meinem kostenlosen Online-Training erfährst du, wie du deine emotionalen Blockaden auflösen kannst, wie du deinen Stress reduzierst und wie du die optimalen Voraussetzungen schaffst, um endlich schwanger zu werden. Ganz ohne Leistungsdruck. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Und wenn dich dieses Video berührt hat, dann teils gerne mit anderen Frauen. Denn jede, die aufhört, sich durch Foren zu quälen, hat schon einen riesen Gewinn gemacht und einen großen Schritt in Richtung Wunschbaby. Du bist nicht allein, dein Wunsch ist nicht zu viel und er darf auch liebevoll begleitet werden. Abonniert gerne den Kanal, wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest und schreib mir in die Kommentare, ob du das kennst, dieses ständige Suchen und dieses ständige Zweifeln, vor allem um 3 Uhr in der Nacht.
Was hat dir geholfen, wieder Vertrauen zu finden? Ich freue mich auf den Austausch mit dir. Alles Liebe.